Stockvideos, also bereits existierende Videoclips, die man zur legalen Verwendung in eigenen Filmen lizenzieren kann, bringen Abwechslung in den Schnitt und sind eine beliebte Alternative zum Selberdrehen. Aber wo bekommt man gutes Stock-Footage? Und was sind die Vor- und Nachteile? Das und mehr zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei MindNet, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Mein Name ist Alexander Lorenz und ich bin der Gründer von MindNet. Wir setzen Stockvideos seit vielen Jahren für Kundenprojekte ein. Fremdmaterial kann als Zitat, in Form von klassischem Archivmaterial, als gemeinfreie Nutzung oder unter speziellen Lizenzen wie Creative Commons in eigenen Filmen eingebaut werden. Der bequemste, rechtlich sauberste und gleichzeitig auch beliebteste Weg, wenn du Stockvideos im Marketing oder anderen Unternehmensvideos einsetzen willst, ist aber über sogenannte Stockbörsen. Das Charmante ist, dass du auf den einschlägigen Plattformen über Schlagworte Szenen suchen kannst, die in deinem Film noch fehlen. Was es hier meistens nicht gibt, sind bekannte historische Aufnahmen wie von der Mondlandung oder dem Fall der Berliner Mauer und du musst dich mit den Nutzungsbedingungen der einzelnen Plattformen beschäftigen. In diesem Video zeige ich dir daher die Vor- und Nachteile von Stock-Footage und gebe auf dem Weg Tipps, wie du Stock effektiv einsetzen kannst. Der Markt der Stockbörsen ist groß und voll von unterschiedlichen Preismodellen. Von Einzelpreisen pro Clip über Abos mit unbegrenzter Downloadzahl bis hin zu kostenloser Nutzung ist alles dabei. Einige Seiten bieten neben Video- und Filmmaterial auch Fotos, Grafiken, Animationen oder Musik an. Eine der bekanntesten Seiten ist Shutterstock. In verschiedenen Preisstufen findet man hier Fotos, Videos, Grafiken und mehr zu einer Vielzahl von Themen. Full-HD-Videos kosten bei Einzellizenzierung ab 59 € aufwärts. Im Abo oder mit Mengenrabatt kann es günstiger werden. Aber Vorsicht, nicht alle Videos dürfen auch werblich eingesetzt werden. Abonnenten der Adobe Creative Cloud haben bestimmt schon mal Adobe Stock gesehen. Der Service integriert sich reibungslos in Premiere Pro, After Effects und Co. und macht es so leicht, die Stockvideos und andere Dateien, die du dir runtergeladen hast, in Projekte zu bekommen. Jedoch belaufen sich selbst für Creative Cloud-Abonnenten die Kosten für einzelne Videoclips auf 64 € und mehr. Der Anbieter Envato ist ein Netzwerk aus verschiedenen digitalen Märkten. Mit dem Abo Envato Elements kannst du unbegrenzt viel Stockmaterial runterladen und das ab ca. 15 € monatlich. Dafür ist aber die Auswahl kleiner, weniger exklusiv und nicht so hochwertig wie bei Shutterstock oder Adobe. Wer auf besonders hochwertiges Material Wert legt, sollte sich RAW-Film einmal anschauen. Hier findest du Stockmaterial in besonders hoher Qualität. Es gibt zum Beispiel 8K Red Footage, das im aufwendigen Kinolook gestaltet ist. Aber dementsprechend liegen auch die Kosten für einzelne Clips mit 149 € deutlich höher. Im Bereich der kostenlosen Clips möchte ich dir Pixabay und Pexels vorstellen. Beide Seiten haben eine aktive Community, die ständig neue Fotos und Videos hochlädt. Es gibt ein paar Einschränkungen, was du mit den Clips und Fotos machen darfst, aber grundsätzlich ist die Verwendung auch für kommerzielle Zwecke kostenlos. Ein ganz wichtiges Thema bei Stock ist die Frage, was du mit den Clips oder Dateien machen darfst. Und hier unterscheiden sich die Modelle. Faktoren können sein kommerzielle, redaktionelle oder private Nutzung, eingeschränkter Nutzungszeitraum, Einschränkung nach Land oder Kontinent, Verwendung in bestimmten Medien wie Internet, Fernsehen oder Kino oder Verwendungszwecken wie Werbung oder dass du dein Video unter einer bestimmten Lizenz veröffentlichen musst oder die Quelle nennen musst. Häufig reicht es für das Videomarketing aus, wenn du Footage zu zeitlich unbeschränkter kommerzieller Nutzung im Internet lizenzierst. Du solltest also darauf achten, dass mindestens das möglich ist. Bevor du ein Abo abschließt oder einen Clip kaufst, lohnt sich deshalb auch immer der Blick ins eigene Archiv. Vielleicht wurde ja bereits für ein anderes Projekt ein Drohnenflug über die Stadt oder die belebte Fußgängerzone gefilmt. Ganz zu schweigen davon, dass Aufnahmen von eigenen Mitarbeitern oder den eigenen Gebäuden viel authentischer sind als generische Stock-Settings. Manche Aufnahmen kann man einfach nicht selber drehen. Wenn das alljährliche Weihnachtsvideo bereits im Herbst gedreht wird, kannst du passend dazu in Deutschland keine idyllischen Schneelandschaften filmen. Als Stock ist das überhaupt gar kein Problem. Andere Aufnahmen hingegen sind zwar möglich, würden aber enorme Kosten verursachen. Willst du Szenen aus New York, Rio und Tokio in deinem Film haben, macht es selten Sinn, ein Drehteam um die Welt zu schicken. Auf Stockbörsen gibt es solche Aufnahmen aber zuhauf. Aus bestehendem Material auszuwählen spart natürlich auch Zeit. Selbst eine gründliche Recherche ist schneller, als ein ganzer Dreh zu planen und durchzuführen. So hat man in kürzerer Zeit in hoher Qualität das richtige Bild direkt zur Hand. Forscher im Labor, Taucher im Meer oder Boxer im Ring. Wer solche Aufnahmen sucht, wird von der Auswahl überrascht sein.
schnell und einfach man selbst einen Videoclip finden kann, finden auch andere denselben Clip. Stockvideos sind oft universell einsetzbar und vielleicht verwendet der eigene Mitbewerber genau denselben Clip. Stockvideos wollen universell einsetzbar sein. Dadurch wirken sie aber oft sehr generisch, gestellt und unnatürlich. So geht Authentizität verloren, was je nach Video dem Image schaden kann. Auch wenn die Verwendung von Stockvideos schneller ist als ein Dreh, kann die Suche nach dem passenden Clip sehr lange dauern. Je spezifischer die eigenen Vorstellungen sind, desto schwieriger kann die Suche werden. Und am Ende kann es sogar sein, dass du gar keinen passenden Clip findest. Oder nur bei teuren Anbietern. Selbst wenn der Inhalt passt, passt nicht unbedingt auch das Video. Vielleicht ist der Farbstil ein ganz anderer oder die Lichtstimmung ist viel dunkler als im restlichen Video. All das sind Faktoren, die die Suche nach dem perfekten Clip erschweren, bei dem man sich überlegen sollte, macht selber drehen nicht vielleicht doch mehr Sinn. Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, kann Stockmaterial auch teuer werden. Es ist wichtig, die Kosten vorher genau gegenüberzustellen. Ein ganzes Video aus Stock-Footage kann die Kosten eines Drehs schnell überschreiten und so im Endeffekt teurer sein. Wenn du 2 Clips benötigst, ist es normalerweise kein Problem, dann lohnt es sich definitiv, sich die Stockseiten anzuschauen und nach was Passendem zu suchen. Die Auswahl an Stockclips ist extrem groß und bei den allermeisten Diensten kann man sich auf deren Webseite einen einfachen Überblick verschaffen, was es gibt und was nicht. Das solltest du auf jeden Fall tun, bevor du mit deinem Projekt beginnst. Stockclips können so super Lücken im Film füllen, trockene Themen emotional aufladen oder in Erklärvideos verwendet werden. Auf den ersten Blick wirken sie wie eine günstige Alternative zum aufwendigen Dreh. Aber du kannst sie nicht exklusiv verwenden, sie zeigen nicht dein Unternehmen und wenn du etwas anspruchsvoller bist, können sie schnell teuer werden. Ob Stock also für deinen Film Sinn macht oder nicht, solltest du dir im Vorfeld genau überlegen. Weitere Anregungen für dein Imagefilmkonzept findest du auch im hier verlinkten Video. Hast du selber Erfahrung mit Stockmaterial gemacht? Welche Anbieter kannst du empfehlen? Schreib es mir in die Kommentare. Und wenn du das Video interessant findest, freue ich mich über dein Like und Abo. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von MindNapped mit Videos mehr erreichen.